zurück zu 911 Scales, zu einem neuen Review gemeinsam mit der Laura. Ja, hi. Guten Morgen. Und wir haben wieder einen 11er rausgesucht, nachdem wir eine etwas längere Zeit nach einem Auto suchen mussten. Ihr verkauft sehr viel zurzeit, ne? Ja, definitiv. Also aktuell ist einfach zu viel los. Ja, die Autos sind super schnell verkauft und war heute gar nicht mal so einfach, ein Fahrzeug rauszusuchen. Aber wir haben auf jeden Fall noch einen 11er für euch gefunden. Und ja, das letzte Mal hatten wir den 997, den schönen blauen. Und heute sitzen wir wieder im 991. 991.2 muss man dazu sagen, einer der letzten 991, die gebaut worden sind. Und da schauen wir uns heute alles im Video an. Genau, wir haben ein Carrera S, das heißt wir haben 420 PS und das Fahrzeug hat eigentlich eine sehr gute Ausstattung, extrem dailyfähig. Es ist wieder traumhaft, es ist unglaublich, was für ein Glück wir mit den Videos haben. Ich glaube, wir sagen es in der Zwischenzeit in jedem Video. Die Sonne scheint, es ist trocken, es ist traumhaft, es ist warm. Ich bin auch nicht der Einzige, der hier unterwegs ist und das gute Wetter nutzt. So ein paar andere schöne Autos waren ja auch schon unterwegs. Und ja, hier 991.2 Carrera S in der Daily-Ausstattung, sag ich mal. Also wir haben zum Beispiel kein Sport-Chrono-Paket. Wir haben zwar hier hinten die Sport-Abgasanlage, aber sonst ist er sehr dailyfähig und, sag ich mal, so ein 911er nach meinem Geschmack. Der Geschmack ist vielleicht ein bisschen anders von anderen Leuten, macht aber Sinn und das erkläre ich euch jetzt mal hier an diesem Beispiel. Hier Carrera S hat natürlich die schmale Karosserie, wobei das gar nicht so schmal ist. Wenn man sich direkt mal dahinter stellt, dann sieht das trotzdem schon richtig gut aus. Ordentlich breites Auto, ordentlich breites Heck. Wir haben unten die Sportabgasanlage hier und sonst alles Standard, aber 991.2 ist einfach so unheimlich schick. Carrera S hat 420 PS, der drückt auch schon ordentlich, der hat richtig Drehmoment unten rum. Schon ein etwas größerer Unterschied als zum Beispiel zur Basisversion. Auch 992 Basisversion fühlt sich langsamer an als der hier. Räder, die ganz normalen 20 Zöller Carrera S Räder mit der Stahlbremsanlage. Und dieses Fahrzeug hat auch keine Tieferlegung und es ist so angenehm. Ich weiß nicht, wer schon mal zum Porsche Zentrum Mannheim gefahren ist. Direkt nach der Autobahn ist eine immense Bodenwelle im Asphalt, da wo eine Brückenfuge ist. Und der schluckte hier tatsächlich extrem gut weg und auch auf der Autobahn ein super angenehmes Fahren. Licht haben wir auch, das LED-Licht PDLS Plus. Ich finde, das sieht klasse auf aus dem 991.2 und es sieht so viel besser aus als die Xenons. Front haben wir natürlich auch die normale, jetzt nicht wie bei dem Carrera 4 GTS, den wir mal gefilmt hatten. Und hier die Lüftungsdüsen sind auch wieder aktiv, das heißt, sie verschließen sich ab einer gewissen Geschwindigkeit, wenn der Motor nicht so sehr unter Last steht. Außenfarbe haben wir Achat Grau Metallic, mein liebster Grauton vom Porsche, und wenn die Sonne so drauf scheint, sieht es einfach so unheimlich gut aus. Was für andere Farben da noch rauskommen, ist so ein schickes Fahrzeug. Klar, jetzt nicht auffällig, dass es hier eher auch ein Fahrzeug, das unter dem Radar fliegt, aber im Sonnenlicht sieht es einfach so gut aus und ich finde, es passt auch sehr gut mit den silbernen Felgen dazu. Was natürlich auch schön wäre, wären silberne Fensterleisten. Die hat das Fahrzeug jetzt hier aber nicht. Das wird auch noch gut aussehen. Wirklich ein ganz normaler 11er, ganz klassisch. So, und jetzt zum Interieur und warum das auch ein Fahrzeug nach meinem Geschmack ist. Wir haben einmal die 14 Wege Sitze. Die finde ich generell ganz gut. Ich finde die besser als die 18 Wege, unter anderem, weil man ein bisschen fixer sich das alles eingestellt hat. Gibt halt 2 Schalter weniger. In Verbindung mit dem Memory-Paket, das ist richtig cool, weil dann merkt sich das Auto ja die eingestellte Position vom Lenkrad. Das ist natürlich jetzt auch elektrisch und die Sitze werden sich auch gemerkt und es merkt sich auch, wie ich mir die Außenspiegel eingestellt habe. Und das finde ich ist ein richtig cooles Luxusfeature, macht es so viel angenehmer, das Fahrzeug zu benutzen, besonders wenn man es sich mit einer anderen Person auch häufiger mal teilt. Und natürlich auch das absolute Must-have, wir haben den Spurwechselassistent, die leuchten dann so schön auf, finde ich unheimlich gut auf der Autobahn. Und wir haben auch das Bose Soundsystem, was ich auch immer richtig gut finde. Der Unterschied hauptsächlich, was ich gespürt habe, es klingt einfach ein bisschen besser und man kann ein bisschen mehr einstellen in den Settings gegenüber dem normalen System. Beim Burmester
würde man jetzt sogar noch mehr einstellen können. Und was ich beim Bose sehr angenehm finde, man kann sich das so einstellen, dass es automatisch mit der Geschwindigkeit des Fahrzeuges auch lauter wird. Das heißt, auf der Autobahn, wenn man jetzt von 80 auf 170 beschleunigt, dann wird das Radio auch dementsprechend mit lauter. Man braucht sich damit keine Gedanken machen. Wieder so ein Luxus-Feature, was ich ganz gut finde. Sonst haben wir natürlich Lederausstattung, das heißt hier alles schön beledert. Die Tür ist auch innenbeledert. Wir haben die Aluminium-Zierleisten, die normalen. Und wir haben natürlich hier oben auch alles beledert. Wir haben die schönen alten Cupholder. Ach, ich vermisse die immer noch beim 992. Ich finde die einfach so witzig. Eher nur als Gimmick, benutzen sich gar nicht so viel besser als die neuen. Das macht eigentlich gar keinen Unterschied, aber ich finde sie einfach so witzig zu benutzen. Dann haben wir natürlich die 2-Zonen-Klimaautomatik, sonst Standard optionales Feature, was eigentlich alle wählen. Und man gewöhnt sich da auch extrem schnell dran. Wenn ein Fahrzeug das man nicht hat, dann wirkt das vielleicht komisch, dass man sich da selbst drum kümmern muss. Wir haben natürlich die Sitzheizung, die können wir uns einstellen in den 3 verschiedenen Stufen, wie wir das kennen. Auch super angenehm. Hat man eigentlich, glaube ich, auch in jedem Porsche. Ich kennen wirklich kaum Leute, die das nicht auswählen. Und wir haben auch noch die Lenkradheizung, die wir hier drinnen betätigen. Dann zeigt er uns das da an. Anderes nettes Feature, die Verkehrszeichenerkennung, die hilft auch tatsächlich immer sehr, gerade auf der Landstraße, finde ich sehr angenehm. Wir haben einen Verbrauch gerade von 9,8 Liter. Ja, wir sind hier ganz normal hingefahren, auf der Autobahn waren wir kurz 180, aber sonst hauptsächlich mit dem Verkehr geflossen. Und ja, das ist halt schon der Vorteil vom Downsizing. Es macht halt einen kleinen Unterschied und so kriegt man die 11er tatsächlich relativ einfach unter 10 Liter Verbrauch. Das ändern wir aber gleich, wenn wir hier ein bisschen sportlicher unterwegs sind. Wir haben natürlich auch den Tempomat, das ist auch absolutes Must-Have. Ja, es gibt auch Porsches, die kein Tempomat haben, da wird es dann tatsächlich ein bisschen schwieriger. Aber hier gerade für die Landstrecke toll. Radarabstandshalter wäre natürlich noch geiler gewesen, aber gut. Man kann nicht immer alles haben, das wäre dann noch perfekter für mich. Ja, und dann haben wir auch noch, wie wir sehen es ja in der Mittelkonsole, das Panorama-Glasdach. Das ist richtig cool. Wertet so ein Fahrzeug, finde ich, immer extrem auf. Und man kann das natürlich auch komplett öffnen und schließen. Einmal nur die Sonnenblende, aber auch das komplette Glasdach rausheben. Ja, da haben wir natürlich den Sportknopf, der macht dann gleichzeitig auch die Sportabgasanlage mit an. Ja, und das Auto Baujahr 08 2018 ist wirklich einer der allerletzten 11er ohne OPF. Ohne Filter hinten dran und das macht halt vom Klang einfach schon einen Unterschied. Ich sage ja immer, OPF ist nicht so schlimm. Ich finde es tatsächlich auch nicht so schlimm, gerade beim 992 ist es extrem gut gemacht. Aber wenn man die Wahl hat, das Auto mit oder ohne OPF zu nehmen, ja, guckt natürlich, dass ihr einen ohne OPF habt, ist klar. Ist halt ein bisschen lauter, ein bisschen lustiger. Und jetzt natürlich zu dem großen Punkt, das Fahrzeug hat kein Sport-Chrono-Paket. Ist das schlimm? Nein, ist es nicht. Klar, gerade in einem S ist es natürlich immer nice to have, das Sport-Chrono-Paket. Für mich wäre das genau mein 11er, mein Alltagsauto, was ich benutzen würde. Da hätte ich so Bock drauf mit dem hier. Einfach mal für einen Termin XY bis nach Leipzig zu fahren oder bis nach Köln oder bis nach Berlin oder bis nach Hamburg. Das ist hier mit dem gar kein Thema. Und da macht es auch absolut gar keinen Unterschied, ob man Sport Chrono hat oder nicht. Auch wenn ja viele meinen, echter Porsche muss unbedingt Sport Chrono haben. Nein, also es hängt halt extrem vom Einsatzzweck ab. Wenn man jetzt mit dem hier andauernd auf der Rennstrecke fährt, andauernd die Sonntagsfahrt macht auf der Landstraße und Spaß haben will, dann vermisst man einen Sport Chrono, würde ich auch einen Sport Chrono vermissen. Aber wenn man das Fahrzeug für den Zweck einsetzt, wofür es der hier sozusagen konfiguriert ist, das heißt einfach Alltagsfahrzeug, Langstreckenfahrzeug, ist egal. Da vermisst man es wirklich gar nicht. Ja, auch wenn das natürlich jetzt für ein Video nicht der witzigste Zweck ist, euch das zu zeigen. Deswegen lassen wir das einfach mal aus. Ihr stellt euch das mal vor, wie wir mit diesem Fahrzeug stundenlang Autobahnkilometer fressen. Nee, was natürlich immer witziger zum Anschauen ist, hier auf der Landstraße mit dem Klang ohne OPF. Das wird auf alle Fälle wieder was und die Verhältnisse sind traumhaft. Wir haben gerade 16 Grad. Das ist unglaublich. Macht der Auspuff. Das ist ja krass, wie schnell das PDK ist, auch ohne Sport Chrono. Sport Chrono, ich habe mal gelesen, der größte Unterschied ist eigentlich nur vom Schalten, dass der Motor eine aktive Aufhängung hat. Das heißt, dass er sich starr schaltet. Bin jetzt aber nicht so sehr ins Detail gegangen.
ist natürlich schnell, ne? 420 PS mit einer Menge Drehmoment ist ein absolut schnelles Auto. Ist der schnell, irre. Ja, das ist halt der Unterschied, ob man einen Turbomotor hat oder nicht. Wieder drückt wieder einen Sitz, ist ein ganz anderes Gefühl. Auch nochmal interessant im Vergleich zum 992, so von der Atmosphäre her. Den einzigen großen Unterschied jetzt zu einem OPF ist einfach, dass dieses Klackern vorhanden ist. Im Interieur das Hallen ist eigentlich gleich. So, wenn ich beschleunige, das ist sehr ähnlich. Aber wenn ich runterschalte, das klack, 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 das ist halt mit dem OPF gar nicht mehr vorhanden. Das Lenken ist so gut beim Elva, das ist unglaublich. Über das Lenken Gedanken machen, ne? Und das hier mit diesem Cayenne GTS vergleiche, der ist besser als klar, aber wie es sich anfühlt, Hut ab bei dem Cayenne GTS, dass das wirklich so gut gemacht war. Die drücken halt richtig. Es ist halt ein extrem schnelles Auto, so ein Carrera S. Und halt trotzdem super entspannt, ne? Also man spürt recht wenig von der Autobahn, da bin ich echt überrascht bei dem hier. Und ein kleiner Trick beim PDK, den es gibt, wenn man nicht im Sportmodus ist, wenn man ein Plus-Pedal, also zum Hochschalten, zieht, obwohl man schon im 7. Gang ist, dann kann man einfach den Segelmodus anwählen. Das ist halt jetzt super praktisch, da kommen jetzt die 120, dann kann ich die ganze Energie noch benutzen, ohne Sprit zu verbrauchen, und das ist halt schon eine ganz feine Sache. Und das funktioniert auch echt bei allen Geschwindigkeiten. Das funktioniert auch schon bei 30, also man kann voll easy durch die 30er-Zone gleiten, ohne andauernd wieder Gas geben zu müssen, weil der Motor einbremst. Und so sind wir tatsächlich jetzt gerade bei einem Verbrauch, trotz sportlichem Fahren, 11,6 Liter, was wirklich mehr als ordentlich ist für 420 PS, oder? Das ist schon echt was Feines. Ja, hier wirklich der Alltags-Porsche, wie man ihn fahren möchte. Sport-Chrono vermisst man im Prinzip wirklich gar nicht, und auch die anderen Performance-Optionen im normalen Straßenverkehr macht es wenig Unterschied. Klar, auf der Landstraße ein bisschen, aber hier dreht es sich jetzt wirklich mal zu zeigen,
was so ein typischer 11er für den Alltag alles haben muss. Und gerade wer jetzt so nach einem Fahrzeug sucht, so um die 100.000 €, da finde ich, ist so ein 991.2 schon wirklich krasses Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Fahrzeug, was wirklich alles kann. Also das ist halt echt schon genial, auch mit den ganzen Assistenzsystemen. Ich finde es halt super. Spurwechselassistent ist für mich Must-Have. Ich finde die automatisch stimmbaren Spiegel finde ich immer klasse. So ein paar andere Luxus-Features wie Memory-Paket für die Sitze finde ich auch immer sehr fein. Der hat es leider nicht, aber wenn man es findet, Abstandstempomat ist sehr selten bei einem 11er, aber ich finde es absolut genial. Das macht es einfach nochmal viel angenehmer auf der Autobahn, gerade für die richtig langen Distanzen, wenn man so 500, 600, 700 Kilometer am Stück fährt. Ja, und so segeln wir jetzt hier die Abfahrt runter und wieder zurück zum Porsche-Zentrum. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Wenn ihr zu den 90% gehört, die Videos gucken, ohne zu abonnieren, denkt gerne drüber nach. Schaut euch mal die anderen Videos an, die wir bis jetzt schon produziert haben. Ist schon wirklich eine Menge dabei. Ich denke, das wird euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alla, ciao!